Wir sind Tobi und Stefanie. Am 23. Mai sind wir im Osten Kanadas angekommen und hoffen, dass wir es im November bis nach Vancouver Island schaffen. So, wir haben uns entschlossen, noch einen Tag ranzuhängen und sind jetzt wieder auf der Straße und versuchen einen anderen Wasserfall anzugucken, der etwas weiter weg ist. Das heißt, wir brauchen eine Mitfahrgelegenheit dahin, aber hier ist leider nicht so viel Verkehr. Aber mal gucken, wenn wir alles laufen müssen, sind es 50 Kilometer hin und zurück. Wäre theoretisch machbar, aber dann kommen wir sehr spät erst wieder an unserem kleinen Campground. Genau. So, jetzt hat gerade jemand angehalten. Ein sehr netter Mann mit seinem Sohn, aber einem ziemlich großen Hund auf dem Rücksitz. Und der konnte uns nicht leiden. Er hat es ein bisschen versucht, hier streichelt den mal und so. Und hat uns so böse angeknurrt und die Zähne gefletscht, dass wir beschlossen haben, das nicht zu machen. Ich liebe Hunde wirklich sehr, aber wenn die mich anfletschen und anknurren, muss das nicht sein. Und selbst Tobi hatte Probleme und der ist eigentlich sonst immer der ruhigere von uns beiden und Hunde lieben ihn, aber diese nicht. Endlich hat jemand angehalten, der Dale in seinem coolen, was ist das eigentlich? Keine Ahnung, ich dachte, das ist ein Bus, aber es ist auch sowas wie ein Truck, so ein Pickup-Truck, so ein bisschen. Das war vorhin auch übrigens das erste Mal, dass wir aufeinander fahren mussten. Also die Steffi saß auf meinem Schoß, weil einfach sonst kein Platz mehr in der Karre war. Für die paar Kilometer kein Problem. Das waren die Mole Falls. Ging es nochmal ein ganz schönes Stückchen runter und natürlich dann nachher wieder hoch. Aber wir sind da voll durchgezogen. Wir haben da voll durchgezogen. Und jetzt hoffen wir mal, dass uns jemand wieder mit zurücknimmt zu unserem kleinen Campground. Genau, irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe es vergessen. Du vielleicht noch? Mhm. Nee. Gut, dann nicht. Ja, cool, so schnell kann es gehen. Hat uns direkt das erste Wohnmobil hat angehalten und uns mitgenommen. Die Maja und der Cornelis. Und die haben uns direkt hier an unserem Zelt abgesetzt. Genau, ja. Und dann das Übliche. Und morgen zeitig los. Zähne putzen, pullern und ab ins Bett. Ja. So, keine Ahnung, ob man das hier sieht, aber hier ist alles zugeraucht. Also selbst auf dem Campground, man denkt irgendwie, hier brennt es irgendwo um die Ecke. Das ist echt krass. Das hat sich jetzt über den Tag so zugezogen. Wir haben jetzt auch noch mal jemanden, den Park Operator, gefragt und der meinte, nee, ist noch weit genug weg. Guten Morgen aus irgendwo nahe Clearwater. Wir wurden gerade angegriffen. Übel angegriffen. Tobi, erzähl mal. Solche Mücken halt, überall Mücken. Das war richtig krass. Also wirklich Schwärme von Mücken überall. Und da hat tatsächlich dann nur das gute alte Mückenspray geholfen, was wir geschenkt gekriegt haben. Aber es wirkt wirklich gut. Wir haben jetzt hier unsere Ruhe. Mal gucken, wie lange. Und warten jetzt hier auf eine Fahrt. 1, 2.
13. Also auf jeden Fall alles gerade eben gekriegt. Mit herzlichen Grüßen, eure Mücken. Ja, wir sind richtig zeitig aufgestanden, aber es ist halt nichts los. Und das Blöde ist, diese Einfahrt liegt in der Kurve, aber ist immer noch besser als auf der Straße, wo wir vorher waren. Mal gucken, wann wir ankommen und frühstücken können. So sieht man aus, wenn man über eine Stunde an einem Platz steht und jeder vorbeifährt. Nur wenige vorbeifahren und die wenigen, die vorbeifahren, fahren vorbei. Das stimmt. Ja, man fühlt sich manchmal sehr hoffnungslos, aber ja. Das Ding ist, wir wissen, dass wir irgendwann jemanden finden werden. Zumindest haben wir immer jemanden gefunden. Und dennoch ist es irgendwie ein komisches Gefühl, wenn dann alle vorbeifahren und ja, einen so stehen lassen. So, Update. Wir haben da tatsächlich noch eine Weile gestanden. Also ich glaube 1,5 Stunden oder fast 2. Und es hat mal wieder ein Wohnmobil angehalten mit 4 Deutschen drin. Also zwei Pärchen aus Köln. Und die haben uns direkt mitgenommen nach Clearwater. Und jetzt sind wir hier direkt in Clearwater, haben noch einen Campground gefunden, um einfach heute mal zu gucken, wo wir als nächstes hinwollen. Und mal die ganzen Online-Sachen voranzubringen oder mal wieder abzudaten. Vielleicht noch ein bisschen Video zu schneiden, mal gucken. So, und jetzt geht es erstmal einkaufen, ins Tim Hortons setzen, WLAN abgreifen und vielleicht noch ein paar Heringe besorgen aus dem Outdoor-Shop, denn unsere sind mittlerweile ein bisschen schief. Guten Morgen. Wir sind gerade in allgemeiner Aufbruchsstimmung. Schweres Wort. Wir sind heute ein bisschen spät dran. Es ist jetzt, glaube ich, 10:50 Uhr. Um 11 Uhr müssen wir auschecken. Und deswegen beeilen wir uns gerade ein bisschen. Aber Zelt ist schon abgebaut. Sieht doch alles schickimicki aus. So, ich habe jetzt nochmal nach einem Karton gefragt fürs Hitchhiken, wo wir Whistler draufschreiben können. Und der ist einfach perfekt, weil der so schön weiß ist und da sieht man das richtig gut. So, den schneide ich jetzt noch zurecht und dann geht's los. Ist zwar nicht unbedingt unser nächstes Ziel, aber es ist zumindest die Richtung. Wenn wir Vancouver draufschreiben, kommen wir nicht nach Whistler. So, Lexi und Jane haben uns jetzt mitgenommen. Die fahren allerdings nach Vancouver, das heißt, wir müssen wieder irgendwo auf dem Highway rausgelassen werden. Und dann suchen wir uns den Abzweig. Und jetzt stehen wir aber gerade hier mitten auf dem Highway. Denn da vorne gab es offensichtlich einen Unfall, ist gar nicht so weit weg. Und da ist gerade ein Helikopter gelandet auf der Straße. Das heißt, es könnte noch ein bisschen dauern. So, wir mussten jetzt umdrehen, weil uns gesagt wurde, es dauert jetzt 4 bis 6 Stunden, bis der Highway wieder frei ist. Jetzt fahren wir hier mal wieder durch die Wildnis. Das ist eine sehr kleine Straße. Ich bin gespannt. Das Problem ist, es ist ein sehr großer Umweg und ich bin mir nicht sicher, ob die Straße richtig einschätzen. Das ist nämlich nur so eine Schotterpiste. Am Ende dauert das alleine schon 3 Stunden. Wir haben es geschafft. Lexi und Jordan haben uns hier abgesetzt am Campground. Und der hat zumindest ein bisschen Schatten. Hier oben war das Office. Der hat uns gerade nochmal gezeigt, wo wir hin müssen. Und wir müssen da ganz dahinter, ganz weit hinter, wo es gar nicht so weit ist. Und es gibt auch Bären. Stimmt. Kann man ja wirklich alles sehen. $35 pro Nacht. Ist jetzt nicht das günstigste, aber auch nicht das teuerste. Es geht eigentlich. Aber Bären gibt's hier und keine Foodlocker. Sie hat auch noch gesagt, ja, hier vorm Office waren ein paar Bärenspuren heute Morgen zu sehen. Und auch die von dem kleinen Cup. Ist natürlich nicht so geil. Aber wir gucken mal, wie wir das regeln können mit unserem Food.
Guten Morgen. Ei, was ist das denn? Richtig windig, bewölkt und es riecht unglaublich nach Feuerrauch. Wahrscheinlich hat der Wind das jetzt hierher getragen. Ich will gar nicht rausgehen. So, wir sind jetzt unterwegs, Tobi und Icke, nach Cache Creek Innenstadt und da versuchen wir dann unseren Hitchhike nach Lillooet bzw. Pemberton zu kriegen. Aber das Wetter ist heute nur mäßig geeignet dafür. Sehr verraucht und es riecht auch richtig nach Feuerrauch. Also hoffentlich werden wir nicht krank. Das Problem ist nämlich, dass es über Lillooet ordentlich feuert und der Wind leider das alles hier rüber trägt. Ja. Genau. Also das heißt, wir gehen fahren jetzt Richtung aufs Feuer Feuer. zu und dann irgendwie dran vorbei. Genau. So, Verkehr ist leider nicht so viel, aber wir versuchen es einfach mal. Heute ist natürlich wieder Sonntag. Wir haben es mal wieder verkackt mit dem Wochentag. Die Sonne kommt raus. So, wir sind jetzt auf unserem Campground. Haben uns ja die Namen vergessen. Katie und der haben uns ja der Adam und die Katie hingefahren bei den Nairn Nairn Falls. So, und das ist dann unser kleines Plätzchen. Und wieder mal alles nur für Wohnmobile ausgelegt. Richtig schön harter Boden, richtig schön steinig, sehr gut für einen Zeltboden. Ist ein bisschen schade irgendwie. Es gibt auch keine Footlocker. Ja, BC hat das irgendwie nicht so richtig drauf für die restlichen Provinzen.